Shalom, ja, Shalom. Das sagt THAWADAH von den Sons of Israel. Salake, mit einer neuen Lektion. Zuallererst möchte ich alle Ehre, Lobpreis und Herrlichkeit an AHBANAWA, YAHAWAH, BAHASHAM, YAHAWASHI, BAHASHAM, MALAK, KADASH geben. BARAK, YAHAWAH, BARAK, YAHAWASHI, BARAK, YAHAWAH, BARAK, YAHAWASHI, BARAK, YAHAWAH, BARAK, YAHAWASHI, BAHASHAM, MALAK, KADASH. HALALYAM, HAWAD, KABAD, THAWADAH. THAWADAH, la AHBANAWA, YAHAWAH, BAHASHAM, HAMASHYACH, MALAK, YAHAWASHI, BAHASHAM, MALAK, KADASH. Ich möchte doppelte Ehre an die Ältesten der Apostel von Gemürsung geben, Frieden und Segen an die hoffnungsvollen Auserwählten, die das Wort in Eifer und Fleiß in die vier Ecken der Welt verteilen, an die Aquaf, die zuhören lernen, und an Bachaya, die Auserwählten, die 144.000, die Elekt, sagt YAHWAH, YAHWASHI, BARAK, Shalom. Die Lektion wird darüber sein, ihr bezahlt für eure eigenen Sünden, okay? Ihr, wer auch immer ihr seid, ob ihr ein Israelit seid, ob ihr ein Moabite seid, ob ihr ein Ammonite seid, ob ihr ein Edomite seid, okay? Wer auch immer ihr seid, ihr werdet für eure eigenen Sünden bezahlen, okay? Als erstes lasst uns durch den Spirit, okay, through the Spirit, zu Galater 6 und 7 gehen, okay? Das ist Galater. Salak, ich bin gerade draußen. Und was ihr gerade über mir seht, ist der Regenschirm, nur dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwas über den Kopf habt. Weil es trägt ein bisschen und ich will nicht, dass mein Sword kaputt geht, so, okay? Das ist Galater 6 und 7, das sagt, be not deceived. The Most High is not mocked. Seid nicht getäuscht, der Höchste ist nicht verhöhnt, sozusagen, okay? Der Höchste wird nicht verhöhnt. Okay, for whatsoever man soweth, that shall he also reap. Was auch immer ein Mann sieht, das soll er auch pflücken. Das soll er auch sozusagen pflücken, okay? Was auch immer ihr seht in eurem Leben, in eurem vorherigen Leben, okay, durch die Regeneration, weil in der dritten oder vierten Generation kommt ihr wieder durch eure Kinder, durch eure Blutlinie, okay? Und seid nicht getäuscht. Der Höchste ist nicht, seid nicht getäuscht. Ihr werdet sehen, was ihr werdet pflücken, was ihr gesät habt, okay? Ihr werdet das zurückbekommen, was ihr getan habt in eurem nächsten Leben. Deswegen werdet ihr für eure eigenen Sünden bezahlen. Oder auch eher gesagt, ihr werdet für eure Sünden für eure Vorväter bezahlen. Weil, wenn ihr es so weltlich seht, seid ihr euer Vorvater. Das heißt, ihr werdet für eure Sünden für euren Vorvater bezahlen, aka ihr werdet für eure eigenen Sünden bezahlen. Weil die Bibel widerspricht sich nicht, okay? Lass uns einen anderen Vers holen. Das ist, für 1. Korinther 3, Vers 8. No, he planted and he that watereth are one. Der sozusagen sät, der pflanzt und der Wasser gibt, sind dieselben. Was für Wasser? Spirituelles Wasser. Okay, weil Paulus hat davor darüber gesprochen, wir sind nichts, weil YAHWAH wachsen lässt, okay? Wir sind nur sozusagen, wir verstreuen die Samen von der Wahrheit, okay? Aber ja, und wir wässern die, aber YAHWAH lässt sie wachsen, okay? And every man that shall receive his own reward according to his own labor. Und jedermann soll seine eigenen Belohnung, seine eigene Wiedergutmachung dafür bekommen, was er gearbeitet hat. Wenn ihr Böses gearbeitet habt, werdet ihr Böses pflücken. Wenn ihr Gutes gemacht habt, werdet ihr Gutes zurückbekommen, okay? Jetzt gehen wir zu Ezekiel 18 und 20. Und es sagt, the soul that sinneth, die Seele, die sündigt, okay? It shall die, sie soll sterben. The son shall not be the iniquity of the father. Der Sohn soll nicht die Missetaten vom Vater tragen. Okay? Neither shall the father be the iniquity of the son. Weder soll der Sohn die Missetat vom, sozusagen die Sünden vom, der Vater nicht die Sünden vom Sohn tragen. Okay? The righteousness of the righteous shall be upon him. Die Gerechtigkeit von dem Gerechten soll auf ihm sein. Das heißt, wenn ich gerecht bin, wird die Gerechtigkeit auf mir sein. Das heißt, ich werde für meine Taten bezahlt, okay? Belohnt so ungefähr. And the wickedness of the wicked shall be upon him. Und die Boshaftigkeit von den Boshaften soll auf ihm sein, okay? Und wir wissen, dass es sagt, ihr sollt nicht, wie ich sage, wir gehen zu Deuteronomy, 5. Buch Mose, 24 und 16, okay? Weil was sagt es da, okay? Weil ihr habt gerade gehört, dass sozusagen eure Boshaftigkeit und eure guten Sachen, die ihr getan habt, ob gut oder böse war, ihr werdet dafür bezahlen, ihr werdet dafür gerichtet. Okay, ihr werdet das zurückbekommen, was ihr getan habt. Okay? Aber was sagt es im 5. Buch Mose, 24 und 16? Okay? Salakia. 24 und 16, es sagt, the father shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Every man shall be put to death for his own sin. Das heißt, ihr werdet für eure eigenen Sünden bezahlen. Okay? Das heißt, wie es jetzt gerade sagt, ihr werdet für eure eigenen Sünden bezahlen. Für jede einzelne Sünde, die ihr getan habt, werdet ihr bezahlen. Okay? Ob es gut oder böse war, egal was ihr gemacht habt, ihr werdet dafür bezahlen. Weil durch die Regeneration, okay, habt ihr mehrere Leben auf dem Planeten gehabt, okay? Weil der Spirit ist für immer.
wie wir wissen, wie es sagt in 1. Korinther 4 oder 2. Korinther Salaki Israel. 2. Korinther 4 und 17. Und es sagt, Vers 18, while we look not at the things which are seen, während wir nicht auf die Sachen gucken, die wir sehen, okay? But at the things which are not seen, aber auf die Dinge, die nicht sehen, das heißt spirituelle. Wir gucken nicht auf das Physikale, was wir sehen, wir gucken auf das Spirituelle, wir gucken in Glauben, okay? For the things which are seen are temporal, weil die Dinge, die wir sehen, sind temporal. Das heißt, die Sachen, die wir sehen, die Handys, unsere Körper, alles, was wir sehen, sind temporal, okay? Weil was passiert, wenn ihr sterbt? Okay, sozusagen euer Körper stirbt, okay? Euer Gefäß stirbt. Euer Spirit geht hoch zu YAHAWASHI und euer Körper geht wieder zur Erde, okay? Wird wieder zu dem, aus dem, was da gemacht wurde. But the things which are not seen are eternal. Aber die Dinge, die nicht gesehen sind, sind ewig. Das heißt, unsere Spirits sind ewig. Das heißt, unsere Spirits verweilen immer wieder auf der Erde. Das heißt, unser Spirit geht hoch, wieder runter. Wie diesen Kreis, okay? So ungefähr. Wir gehen hoch, wieder runter, hoch, wieder runter. Durch den Spirit und die Kraft von YAHAWASHI. Aber jetzt gehen wir zu Numbers, okay? 4. Buch Mose, 14 und 18. Und es sagt, 14 und 18. Und es sagt, for Yahweh is long suffering. Yahweh ist sozusagen lang leiden. Okay, er hält langes viel out, okay? Er lässt uns durchs Feuer gehen. Er lässt uns sozusagen viel leiden, okay? And of great mercy und hat große Gnade, okay? Forgiving iniquity and transgressions und vergibt Missetaten und Gesetzesbruch, das heißt Sünden, okay? And by no means clearing the guilty und sozusagen spricht nicht die Schuldigen frei. Das heißt, wenn ihr schuldig seid, werdet ihr dafür gerichtet, ihr werdet nicht freigesprochen, wie es in diesem System jetzt ist. Okay, die sagen, ja, die wissen, dass sie es getan hat, aber weil die nicht genug sozusagen Beweise haben, seid ihr freigesprochen. So ist das hier in dieser Welt, weil diese Gerichte, diese ganze Welt ist wicked, die ist boshaft, okay? Salakia. Visiting the iniquity of the father upon the children unto the 3rd and 4th generation. Das heißt, er sozusagen bringt die Misstaten von den Vätern auf die Kinder in der 3. und 4. Generation. Das heißt, in der 3. und 4. Generation kommt ihr wieder. Das heißt, wenn ich jetzt Misstaten begangen habe, okay, ist einfach mal so erklärt. Ich habe gesündigt, okay. Ich war ein wicked Israelite und ich habe ein Kind bekommen, okay. Und mein Kind ist aber righteous. Denkt ihr, er wird für meine Sünden bezahlen? Nein, wird er nicht. Denkt ihr, weil ich jemanden getötet habe, wird er meinen Sohn töten? Nein, wird er nicht. In der 3. und 4. Generation, wo ich wiederkomme, wird YAHAWASHI den Spirit auf jemanden setzen und mich wieder dafür schlagen. Für mich für meine Bosheit bestrafen. Oder eher gesagt, ich werde sogar bestraft in dieses Leben zurückkommen mit einem boshaften Körper. Okay? Versteht ihr? Das heißt zum Beispiel, sagen wir es mal so, ich sündige. Ich bekomme ein Kind, ich werde 85 Jahre alt. Mein Kind wird 85 Jahre alt, das Kind bekommt wieder einen Sohn. Es wird auch 85 Jahre alt. Dann bekommt das Kind wieder einen Sohn, es wird 85 Jahre alt. Und dann bekommt das Kind noch einen Sohn und dann komme ich wieder durch das Spirit. Das heißt, in dieses Gefäß wird mein Spirit reingesetzt. Das heißt, mein Spirit wird von dem Körper wird hochgesetzt. Ich warte da 2, 3, 4 Generationen und komme wieder auf die Erde. Und so weiter und so fort. Und so geht es weiter. Deswegen werdet ihr für eure eigenen Sünden bestraft, okay? Deswegen sagt es, visiting the iniquities of the father, das heißt, die Missetaten und die Sünden von euren Vätern kommen in der 3. und 4. Generation auf eure Kinder, weil ihr diese Kinder seid. To the Spirit. Okay, durch den Spirit von YAHAWASHI, okay, das müsst ihr verstehen, Israel. Jetzt gehen wir zu Isaiah 14 und 21 und sagt, prepare slaughter for his children, for the iniquity of their fathers. Das heißt, bereite Schlachtung für die Kinder vor, für die Misstat von ihren Vätern. Warum? Weil sie in der 3. und 4. Generation ihrer Väter sind. Versteht ihr? Das heißt, sie werden für ihre eigenen Sünden bezahlen. Die Bibel widerspricht sich nicht, die Bibel ist Wahrheit. Genauso wie wir für unsere eigenen Misstaten bezahlen, weil wir diese Leute waren, okay, weil wir diese Leute in diesem vergangenen Leben waren, okay, werden alle dazu bezahlen, okay. That they do not rise, nor possess the land, nor fill the face of the world with cities. Dass sie nicht sozusagen auferstehen, sozusagen sich erheben, okay, weder das Land besitzen, weder sozusagen die Erde mit Städten befüllen, okay. Auf jeden Fall, das spricht über euch, Esau, okay? Ihr werdet abgeschlachtet für eure Missetaten von euren Vorvätern, okay? Jetzt gehen wir zu 2. Buch Mose, Exodus, in Englisch, Kapitel 20, Vers 5. Und es sagt, thou shalt not bow down, oder okay, lass mich ab,
Na, lass uns 5 anfangen. Thou shalt not bow down thyself unto them, to them, Salake. Das heißt, solltest nicht verbeugen vor dem, zu denen. Wer ist das? Die falschen Götter. Islam, Christentum, Buddhismus, Hinduismus, all diese falschen Götter. Baal, okay? Baphomet, okay? All diese falschen Götter, diese falschen Kräfte, okay? Wir, die Kinder von Israel, die sogenannten Neger, Lateinamerikaner, Indianer, sollen uns nicht vor denen verbeugen, okay? Nor serve them, weder denen dienen. For I am Yahawah, thy power, am a jealous power. Weil ich, Yahawah, deine Kraft, eine sozusagen eifersüchtige Kraft bin. Okay, das heißt, weil wir den anderen Göttern gedient haben, ist YAHWASHI sauer auf uns. Wir sind sozusagen seine Frau und wir sind sozusagen in Fremd gegangen. So müsst ihr es verstehen, weil wir sind die Frau von YAHWASHI. Wie es sagt in Offenbarung, okay? Lass mich kurz was nachgucken in, wo was? Offenbarung 21, okay? Wenn ich richtig bin. Salak, halt kurz mal eine Sekunde durch, lass mich das nur kurz raus und through the spirit, okay? Das ist Offenbarung. Na, ich finde, YAHWAH. Klar. Offenbarung 21, Vers 2, okay? And I, John, saw the holy city. Und ich, John, sah die heilige Stadt. New Jerusalem, das neue Jerusalem. Warum das neue Jerusalem? Weil das Jerusalem, was jetzt ist nicht die heilige Stadt. Die wird erstmal reingewaschen von den Wicked Esau, okay, von den Wicked Edomites, von den sogenannten weißen Leuten, von den stroten hebräischen Edomites, okay, wird die reingewaschen, okay, und Israel, okay, neues Israel, das gerechte Israel wird da drinnen leben, okay, wir werden die ganze Welt beherrschen, ja, durch Spirit and Power of YAHWASHI, okay, das heißt, die Auserwählten werden die Richter sein, unter YAHWASHI, okay, weil YAHWASHI ist der ultimative Richter, unter Yahawah, okay, coming down from the Most High out of heaven, kommt von den sozusagen, das Jerusalem spricht von den Elekt, von den 144.000, weil dieses Jerusalem, weil die Elekt sind erstmal in den Chariots, okay, den sogenannten UFOs, die kommen von den UFOs runter, auf die sozusagen vom Himmel, okay, von YAHWASHI, okay, prepared as a bride adorned for a husband, okay, sozusagen für die Ehefrau oder sozusagen für die Verlobte, für den Ehemann, okay. Wer ist der Ehemann? YAHWASHI, unser himmlischer Vater. Wir sind seine Frau, spirituell gesehen. Okay? Deswegen ist er eine eifersüchtige Kraft. Weil wir seine Frau sind. Was würdet ihr machen, wenn eure Frau fremd geht, ja? Okay, er würde sie eigentlich wegschmeißen. Aber YAHWASHI ist so gnadevoll und barmherzig, dass er uns wieder annimmt, ja? Okay? Jetzt gehen wir zu, kam wieder Exodus, Salaki. For I, Yahawah, thy power, am a jealous power, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Okay, das heißt, YAHWASHI gibt, wie es schon sagt, in Numbers, okay, 4. Buch Mose, 14 und 18, wie es da gesagt hat, bezahlt ihr für eure eigenen Misstaten in der 4., 3. und 4. Generation. Okay, und wenn ihr da nicht bezahlt habt, so weiter und so weiter, bis zum letzten Tag, wo wir alle zusammen für unsere Misstaten bezahlen. Okay? Und für unsere Sünden belohnt werden, für unsere guten Taten belohnt werden und für unsere Sünden bezahlen. Wenn YAHWASHI seinen einzigen zu Welt gebrachten Sohn YAHWASHI auf die Welt sendet, um gerechtes Gericht auf die Welt zu bringen und einen gerechten Krieg auf die Welt zu bringen, ja? Okay? Das ist Exodus. Das heißt, die Bibel widerspricht sich nicht. Okay? Weil ihr sagt ja, wie es sagt in Ezekiel 18 und 20, der Vater soll nicht für die Sünden für sein Kind bezahlen und das Kind nicht für die Sünden vom Vater. Es ist ja auch so. Wenn ich einen Sohn habe, wird er nicht für die Sünden von mir bezahlen. Aber ich werde für meine eigenen Sünden bezahlen. In der 3. und 4. Generation. Deswegen, Precept upon Precept, Line upon Line. Here a little and there a little. Okay, ist Exodus 34 und 7. Keeping mercy for thousands. Ich sozusagen behalte die Gnade für Tausende. Forgiving iniquity and transgressions and sins. Ich vergebe sozusagen, YAHWASHI vergibt sozusagen Missetaten, Gesetzesbrüche und Sünden. Okay? And that will by no means clear the guilty. Und ich werde bei keiner sozusagen Sache die Schuldigen freisprechen, wie es sagt in, wo war's? Numbers 14 und 18, glaube ich nochmal. Salakia. Visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children unto the 3rd and 4th generation. Okay, das heißt, er gibt sozusagen die Misstaten von euren Vorvätern, eure eigenen Sünden werden euch verfolgen sozusagen in der 3. und 4. Generation. Okay, so kann man das eigentlich sagen. In der 3. und 4. Generation werden eure eigenen Sünden euch verfolgen, ja? Okay, jetzt gehen wir zu Limitations. Okay.
Salake. Lamentations, glaube Klagebücher in Deutsch 5 und 7, und es sagt, our fathers have sinned and are not, and we have borne their iniquities, okay? Unsere Väter haben gesündigt und sind nicht. Und wir sozusagen sind in ihre Misstaten geboren. Wir haben ihre Misstaten geboren. Das heißt, die Misstaten sind auf uns. Okay, die Misstaten sind, unsere Vorväter sind nicht. Deswegen kommen diese Misstaten auf uns zurück, ja? Weil Yahawash uns richtig, weil er uns perfekt machen will, okay? Jetzt gehen wir zu in der Apocrypha, Salake, zu Baruch, in der Apocrypha, okay? In den versteckten Büchern sozusagen, zu Baruch 3 und 8, okay? Und es sagt, Behold, we are yet this day in our captivity. Seht, wir sind bis zum heutigen Tag, bis zum jetzigen Tag sind wir in unserer Gefangenschaft. Das heißt, wir Israelites through the Spirit sind bis zum jetzigen Tag in unserer Gefangenschaft. Wir sind nicht frei, okay? Where thou hast scattered us, wo du uns verteilt hast. Wir sind verteilt in die 4 Ecken der Welt. Wir haben Israelites in China, wir haben Israelites in Japan, wir haben Israelites in Deutschland, wir haben Israelites in Amerika, wir haben Israelites in Afrika, wir haben Israelites überall, in Russland, Deutschland, okay, Spanien, überall in Europa. Okay, im Westen, Osten, Norden, Süden, überall. Okay, Salake. For a reproach and a curse. Okay, sozusagen für eine Verachtung, einen Fluch, okay. And to be subject to payments und sozusagen zu Zahlungen verpflichtet zu sein, okay. Wir zahlen für die Sünden von unseren Vätern, für unsere eigenen Sünden. According to all the iniquities of our fathers. Für die Mistat von unseren Vätern. Das heißt, wir bezahlen für unsere Misstaten, von unseren Vätern, okay? Which departed from Yahawah our power, welche sich von YAHAWASHI, unserer Kraft abgewendet haben. Das heißt, wir bezahlen für unsere eigene Sünden durch den Spirit die Kraft von YAHAWASHI, okay? Jetzt gehen wir zu 2. Esdras, okay? Salake. 7 und 56. Und es sagt, for when they had taken liberty, okay? Und wo sie sozusagen die Liberty genommen haben, they despised the Most High. Okay, sozusagen, wo sie die Macht hatten, haben sie den Höchsten, oder sozusagen, wo sie gut am Leben waren, haben sie den Höchsten verachtet. Okay? Salake, ich bin falsch, Kapitel. 2. Esdras 7 und, was war's? 56. Salake. Und es sagt, for while we lived and committed iniquity, okay, während wir lebten, okay, und Misstaten begangen haben, we consider not that we should begin to suffer for it after death, okay, dass wir sozusagen nicht dafür bezahlen nach dem Tod, okay, das heißt nach dem Tod direkt in der spirituellen Welt bezahlen wir nicht dafür, bezahlen dafür, wenn wir zurückkommen, okay, dafür gehen wir zu 2. Esdras 14 und 35, okay, und es sagt, for after death shall the judgment come. Nach dem Tod soll das Gericht kommen. Das heißt, nach dem Tod, wenn wir auferstanden sind, soll das Gericht kommen. Okay? When we shall live again, wenn wir wieder leben. Das heißt, wenn wir nach dem Tod direkt, soll das Gericht nicht kommen. Erst wenn wir wieder leben, wenn wir unsere Körper wieder haben, soll das Gericht kommen. Das heißt, das Gericht wird auf Erden sein. Okay? And then shall the names of the righteous be manifest. Und dann sollen die Gerechten, sozusagen die Namen von den Gerechten manifestiert sein, von 144.000. And the works of the ungodly shall be declared. Und die sozusagen, und die Arbeit von den Ungöttlichen, von der anderen Nation, von den 2 Drittel von Israel soll deklariert werden, soll erkannt werden, soll ausgesprochen werden, durch den Spirit und die Kraft von Yahawash. Okay? Jetzt gehen wir zu Offenbarung. Das heißt, ihr denkt, ja, ich kann machen, was ich will, ihr werdet dafür bezahlen, eure nächsten Leben. Für ihre falschen Propheten, okay? Ihr, die gegen das Gesetz von Yahawash geht, die Schafe von Yahawash, die Nation von Israel, in die falschen Wege leitet, okay, ihr werdet dafür bezahlen. Das ist Offenbarung 1, Vers 7, und sagt, Behold, he cometh with clouds, okay, seht, er kommt mit Wolken. Was sind die Wolken? Die Cherries, die sogenannten UFOs, die IFOs, die identifizierten fliegende Objekte, okay, oder man kann auch sagen, wir sagen das manchmal so, through the Spirit, von AHTHA haben wir das so mäßig so gelernt, wie heißt das? Israels fliegende Objekte. Okay, also israelitische fliegende Objekte, okay? And every eye shall see him, und jedes Auge soll ihn sehen. Wer ist das? YAHAWASHI. Weil Offenbarung 1 redet über YAHAWASHI, okay? Weil die Offenbarung allgemein, okay? And they also which pierced him, und die ihn auch gestochen haben, die ihn erstochen haben, an dem Kreuz, okay, die ihn gepierst haben, die sehen ihn auch. Das heißt, die werden wieder auferstehen, ja?
Okay, die werden alle sehen. Das heißt, durch ihre Generation sind wir die ganze Zeit auf dem Planeten. Auch die, die sogar YAHWASHI gestochen haben, okay? And all kindreds of the earth shall wail because of him. Und alle sozusagen Leute von der Welt sollen sozusagen trauern wegen ihm, okay? So wailen, so, okay? Even so, amen, okay? Das heißt, jeder will für die Missetat von sich selbst bezahlen, okay? Und das ist Offenbarung 13 und 10. Und es sagt, he that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here's the patience and the faith of the saints. Okay, der in Gefangenschaft geführt hat, wird in Gefangenschaft gehen. Der in Sklaverei gehen. Der mit dem Schwert getötet hat, wird mit dem Schwert töten. Okay, hier ist der Glaube und die Geduld von den Heiligen. Warum Glaube und Geduld? Weil wir glauben, dass YAHWASHI zurückkommt. Und warum Geduld? Weil wir auf YAHWASHI geduldig warten. Wir warten die ganze Zeit darauf, dass das Gericht von YAHWASHI auf die Welt kommt. Okay, darauf warten wir. Wir warten darauf mit Glauben und Vertrauen in YAHWASHI. Und da sind seine Saints, die Heiligen, die Elekt, aka auch Israel, okay? Jetzt gehen wir zu 1. Korinther. Um einfach zu zeigen, dass die Bibel sich widerspricht, okay? Wir haben euch gezeigt mit dem Preset, oder eher gesagt, to the Spirit von YAHWASHI, durch seine Gnade und seine Barmherzigkeit habe ich euch gezeigt, dass es keine Widersprüche gibt, ja? Dass die Bibel einfach nur wahr ist, okay? Dass ihr nur Verständnis haben müsst, okay? Das ist 1. Korinther 14,33 und sagt, for the Most High is not the author of confusion. Der Höchste ist nicht der Autor von Verwirrung. Das heißt, YAHWASHI stiftet keine Verwirrung, er stiftet nur Frieden, okay? But of peace, aber von Frieden. As in all churches of the saints, so wie in allen Kirchen von den Heiligen. Das heißt, in jeder Kirche, in jedem Camp von den Heiligen von YAHWASHI, wo YAHWASHI verweilt, weil in der Mitte von 2 und 3, die in YAHWASHI seinen Namen kommen, sich versammeln, ist YAHWASHI. Und das heißt, in jeder Kirche ist Frieden. Das heißt, in unserer Kirche haben wir Frieden. Wir haben untereinander Frieden. Durch den Spirit und die Kraft von YAHWASHI. Okay? Versteht ihr? Wenn ihr nicht die Kirche von YAHWASHI seid, wenn ihr falsche Propheten seid, habt ihr keinen Frieden. Okay? Es gibt keine Widersprüche im Wort. Okay? Weil YAHWASHI ist nicht der Autor von Verwirrung. Okay? Salaki. YAHWASHI ist nicht der Autor von Verwirrung. Er stiftet nur Frieden. Okay? Ihr denkt, ja, die Bibel widerspricht sich. Nein. Ihr habt einfach nur kein Verständnis, ihr Idioten. Und dafür werdet ihr büßen, weil ihr Lügen verbreitet, okay, in die Welt. Ihr denkt, Jesus liebt jeden. Der sogenannte Jesus Christus ist für jeden gestorben. Ihr werdet sterben. Straight up, ihr werdet für eure Sünden bezahlen, ja? Ihr werdet für eure Sünden bezahlen, die ihr begangen habt, okay? Durch den Spirit und die Kraft von YAHWASHI. Durch YAHWASHI, der ultimative Richter, okay? Er wird alles richten, ja? Er ist der ultimative Richter durch den Spirit und die Kraft von YAHWASHI. Jetzt gehen wir zum 1. Petrus und das ist mein letzter Vers, okay? Oder nein, ich habe noch 2 Verse. Weil ich gehe zu einem meiner Lieblingsverse, sagen wir, einem meiner Lieblingsverse. Das ist 2. Petrus 1, Vers 20. Und es sagt, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Private interpretation. Das heißt, keine Prophezeiung von den Versen ist von irgendeiner privaten Interpretation. Das heißt, die Prophezeiungen stehen hier in der Bibel. Okay, wenn wir von der Bibel lesen, prophezeien wir. Okay, wir lesen die Prophezeiung vor. Das heißt, wir prophezeien durch den Spirit von YAHWASHI. Okay, und es ist von keiner privaten Interpretation. Das heißt, es kommt alles von YAHWASHI straight. Also wie kann es widersprechen, wenn ihr wisst, dass YAHWASHI alles kreiert hat? Wenn ihr in YAHWASHI vertraut. Wenn YAHWASHI alles ist und alles gemacht hat. Okay, durch YAHWASHI. Vers 21. For the prophecy came not in old time by the will of men. Weil die Prophezeiung kam nicht in der alten Zeit durch den Willen von Menschen. Okay. But holy men of the Most High, aber heilige Menschen von dem höchsten YAHWASHI, Israeliten, okay, spake as they were moved by the KABAD. Sprachen, als wären sie bewegt bei dem Heiligen Spirit, den Heiligen Geist von YAHWASHI. Okay, durch den Spirit und die Kraft von YAHWASHI sind diese Prophezeiungen rausgekommen, okay? Und jetzt gehen wir noch zur Offenbarung 19, Vers 11. Und es sagt, Salakia, and I saw heaven open. Und ich sah, der Himmel öffnete sich. And behold, a white horse. Und seht, ein weißes Pferd. Die UFOs, die sogenannten UFOs, okay, wie ich davor schon gesagt habe, die IFOs, okay. And he that sat upon him was called faithful and true. Und der auf dem saß, wurde vertrauensvoll und wahr genannt. Wer ist das? YAHWASHI. Okay. And in righteousness he doeth judge and make war. Und in Gerechtigkeit richtet er und wird Krieg machen. Okay, das heißt, YAHWASHI, HAMASHYACH wird zurückkommen, um Frieden zu bringen,
nachdem er Krieg gemacht hat. Wir sind gerade in der Zeit des Krieges. Und nach der Zeit des Krieges kommt Frieden. Das heißt, wer wird Frieden bringen? YAHAWASHI. Aber erst wird er Zerstörung, Blut und Tötung bringen, ja? Okay? Das heißt, das war alles, was ich habe. Ihr werdet für eure eigenen Sünden bezahlen. Egal wer ihr seid, egal was ihr getan habt. Ihr werdet für eure eigenen Sünden bezahlen. Ihr werdet alles, was ihr getan habt, wird euch zurückgegeben. Ob ihr gut oder böse war, okay? Wenn es im Herrn sein Wille war, weil Lektion aufbauen, edifying, okay? Und YAHWAH, weil Lektion aufbauen, edifying. Und die Lektion kam durch den Spirit und die Kraft, Barmherzigkeit und Gnade von YAHWAH, THAWADAH, AHBANAWA, YAHAWAH, HAMASHYACH, MALAK, YAHWAH, KABAD, THAWADAH. Okay? Ich möchte nochmal, HALALYAM, HAWAD, KABAD, THAWADAH, AHBANAWA, YAHWAH, HASHAM, geben. BARAK, YAHWAH, BARAK, YAHWAH, BARAK, YAHWAH, BARAK, YAHWAH, BARAK, YAHWAH, KADASH. Kwam YASHA'Allah, ERA YASHA'Allah, YAKAL, ALQUATZA YASHA'Allah, YAHWAH, YAHWASHI, BARAK, WASHALAWAM, Al, Wa'ahab, Al, Call, YASHA'Allah, Tazadakim, okay? Sozusagen Frieden und Segen und Liebe zu allen gerechten Israeliten, okay? Das war alles, was ich habe. Bleibt stramm, haltet bis zum Ende durch und lasst euch nicht täuschen von den falschen Lehren, die in der Welt draußen sind, okay? Seid stramm in YAHWAH, habt Glauben in ihn, haltet bis zum Ende durch, wir sind am Ende Israel. Ihr seht, die Zeit wird immer schneller. Tage kommen vor wie Stunden, okay? Ehrlich gesagt, ein Tag kommt wie vor wie ein halber Tag, okay? Es geht einfach so vorbei. Ihr seht, die Kriege bahnen sich an, okay? Überall bahnen sich Kriege an und ihr werdet sehen, Russland, alle Nationen werden sich gegen Amerika, Babylon, die große Babylon, die Hure stellen. Wie gesagt in Offenbarung 18. Okay? Und 17, wenn ich richtig bin. Das ist alles, was ich habe. YAHWAH, YAHWASHI, BARAK, wa Shalom, YASHA'Allah, Tazadakim, wa Ahab, Al, YASHA'Allah, Tazadakim. Okay? Bleibt stramm und do it. Haltet bis zum Ende durch. Vertraut in eure Kraft. AHBANAWA, YAHWAH, YAHWASHI, KADASH. Shalom, wa Barak, Salakia.